herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Heute Update 107 schon und wie ihr sehen könnt, ist immer noch aufgeräumt hier auf dem Tisch. Das letzte Mal hatten wir hier vorne im Bereich des Flusses weitergearbeitet, den Weg hier weiter um die Kurve rumgezogen, die Felswand hier, die ihr hier sehen könnt, gebaut und auch mit dem großen Eckturm angefangen, der hier vorne auf dem Felsen thronen wird als Teil der Stadtmauer. Doch da ja die Bestellungen, ich habe 2 große Bestellungen gemacht mit weiteren Teilen, diese kommen beide aus dem Ausland, eine aus Portugal und eine aus Ungarn, die sind trotz des Portos deutlich günstiger als alles andere gewesen, was ich hier bestellen konnte. Ich habe da teilweise 400 Inverted Bricks in Light Bluish und nochmal 400 Inverted in Dark Bluish Grey. Also sehr viele Bricks für den Bau des Felsens. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir mit dem, was da kommt, diese Lücke, die jetzt hier noch unter dem Tisch uns hindurchblicken lässt, schließen lassen kann dann. Aber bis es soweit ist, gehen wir heute mal woanders hin. Und zwar gehen wir nochmal hier vorne in den Bereich der Straßenbahn des Bahnhofs. In dieser Ecke werde ich heute ein paar Sachen optimieren, umbauen. Ihr werdet sehen, was alles noch zu tun ist. Ich werde gerne noch was beleuchten. Ich würde gerne die Straßenlaterne umbauen und noch ein paar andere Sachen beleuchten. Also einfach ein bisschen was umändern, optimieren, also damit einfach die Ecke hier vorne noch ein paar Details bekommt, beziehungsweise wie gesagt optimiert wird, Dinge, die noch zu tun sind. Und all das steht heute hier in diesem Update 107 an. Viel Spaß dabei! Und bevor ich jetzt anfange, hier alles Mögliche wieder aufzureißen, sage ich euch erstmal ganz grob, was ich jetzt als erstes vorhabe. Und zwar werden wir zum einen die Straße hier um eine Plate oder einen Brick verbreitern, damit wir zwischen den beiden Schienen noch mittig eine Mittellinie ziehen können. Zum anderen werden wir diesen Bereich, der hier doch etwas tiefer liegt, also das ist schon ein bisschen zu viel, muss man sagen. Also diese Rinne, die wird an sich bleiben, aber ich werde sie auf die gleiche Höhe wieder setzen wie die eigentliche Straße. Ansonsten werde ich hier auch gleich noch eine Beleuchtung einbauen, um dieses Fahrzeug, das möchte ich einfach hier auf der Straße beleuchtet haben. Darum werde ich mich auch kümmern, dass zumindest mal die Stromzufuhr existiert. Dann, wie gesagt, die Leitung hier, also die Leitung sage ich schon, die Beleuchtung hier soll nochmal optimiert werden. Ich werde ein stärkeres Licht einbauen. Zudem möchte ich ein Schild einbauen, das eben vor dem Fußgängerüberweg warnt und eine Warnleuchte dazu hinzusetzen. Das sind die allgemeinen Dinge, die hier vorne zu tun sind. Dann möchte ich wahrscheinlich auch noch diesen dunkelgrauen Streifen hier hinten rausnehmen. Da schauen wir einfach mal und gleich geht's los. Ihr seht, dass ich jetzt tatsächlich einiges hier zurückgebaut habe. Die linke Schiene ist eine Brick nach links gewandert. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, die Gehsteige neu zu positionieren auf diesem Modul. Was ihr auch seht, ist, dass ich hier jetzt einen Konnektor einbaue, um eben dieses Auto später hier stehen zu haben als Linksabbieger. Das heißt, müssen dann auch die beiden Blinker beleuchten. Hier innen drin ist ja noch der Blinker hier vorne und natürlich die Front- und die Rückleuchten. Das heißt, wir brauchen insgesamt einen 8er Verteiler, weil wir 6 Leuchten haben und dann noch den zuführenden Strom. Das heißt, ich baue jetzt schon mal hier unter der Schiene den Konnektor ein, damit wir später an der richtigen Stelle sind. Ich habe es ausgetestet, wo es stehen muss. Das gibt auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen mehr Leben in die ganze Geschichte. Ich habe auch hier den 2er-Verteiler natürlich jetzt ausgetauscht gegen einen 6er-Verteiler. Da bauen wir dann wieder auch die späteren Lichter ran, die wir noch an dem Pfosten brauchen für die Beleuchtung und dieses Warnlicht, das ich noch vorhabe. Und ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen weiterbauen, das hier ordentlich einbauen, hier noch ein paar Probleme lösen, die sich gezeigt haben. Und dann kommen wir hier auf jeden Fall ein ganzes gutes Stück voran. Hier seht ihr das fertig verkabelte Auto, das hier heute im Update reinkommt. Ist ein bisschen kompliziert gerade für mich beim Aufnehmen, denn ich habe die ganze Arbeit hier an diesem Auto aufgenommen, wie ich das Ganze geplant habe, wie ich es verkabelt habe. Dazu wird es ein Tutorial-Video geben und zwar werde ich das, denke ich, morgen online stellen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wurde ja gesagt, dass ihr öfters mal Tutorials haben wollt. Und wenn wir schon beim Thema Beleuchtung sind, mein Partner Illuminate Your Bricks, mit dem ich die ganzen Sachen hier beleuchte, hat eine kleine Promo-Aktion in Zusammenarbeit mit meinem Kanal. Und zwar bekommt ihr zum einen, das ist immer so, wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, bekommt ihr 5% dauerhaft auf alles, was es im Sortiment gibt. Und heute mit dem
Promocode, den ich euch unten einblende gleich und auch nochmal in der Videobeschreibung schreiben werde, bekommt ihr zusätzlich nochmal 5%. Ich glaube, bis zum 10.8. schreibe ich auch nochmal unten ins Video rein, bekommt ihr, also ihr könnt es kombinieren, aber die 5% mit dem Promocode sind nur auf die fertigen Pakete, mit denen ihr zum Beispiel das Pariser Restaurant beleuchten könnt oder hier das Diner oder ihr könnt auch ganz andere Sachen damit beleuchten. Es gibt ganz viele Star Wars Sets oder Fahrzeuge aus dem Technikbereich oder auch diese neuen Köpfe, diese Büsten mit den Star Wars Figuren oder den Marvel Figuren. Auch die können beleuchtet werden, auch dazu. Darauf bekommt ihr dann nochmal 5%. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit dem Newsletter kombiniert, bekommt ihr insgesamt 10% Rabatt. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung und oben nochmal rechts in dem Video hier. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall, 10% sollte man nicht vergessen oder besser gesagt nicht liegen lassen, wenn ihr demnächst was beleuchten wollt. Aber zurück zum Fahrzeug, es ist soweit fertig, dass wenn man es jetzt hier reindrückt, ich muss es momentan reindrücken, weil ja die Straße noch nicht fertig ist, seht ihr, der Blinker leuchtet, die Rückleuchten sind an. Hier vorne leuchtet auch der Blinker und auch die Frontleuchten funktionieren. War ein bisschen kompliziert, werdet ihr im Tutorial-Video sehen, was das Ganze hier ein bisschen kompliziert gemacht hat. Stichwort viel zu wenig Platz im Auto. Was ich jetzt natürlich als nächstes machen werde, ist, dass ich hier noch die Beleuchtung machen werde für die Straßenlaterne und für unser Warnlicht dort vorne und dann natürlich hier die Straße fertig bauen werde. Also ist noch einiges zu tun für heute in diesem Tutorial-Video. Bleibt bitte dran und ihr werdet sehen, wohin die Reise heute noch führt. Hier entsteht gerade unser neuer Laternenpfosten. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier oben einfach mal dieses ganze Konstrukt mit den Lichtelementen rausgenommen. Einfach nur ein Striplight in kalt-weiß aufgeklebt. Ich glaube, das ist eigentlich auch vollkommen okay so. Dadurch verschwindet auch das Kabel hier viel besser im Pfosten. Dann geht das Kabel hier unten durch. Hier haben wir unsere blinkende LED, wie wir es ja auch hier hinten im Auto verbaut haben. Und jetzt haben wir natürlich hier unten zwei Kabel. Das funktioniert aber trotzdem, die noch hier weiter durchzuführen. Dann kommt jetzt noch ein 1x5er Brick unten dran und dann haben wir wieder die finale Höhe unseres Pfostens. Und dann sollte das Ganze sich wieder einbauen lassen und wir können das hier alles fertig verkabeln. Und damit sollten wir tatsächlich alles, was hier an Beleuchtung auf dieses Modul kommt, fertig haben, inklusive der Verknüpfung hier für unseren Sportwagen da hinten. Wird noch ein bisschen spannend, wie ich jetzt alles mit den Kabeln verlege, aber das, denke ich, wird eine ganz okaye Sache werden. Wie gesagt, dann werde ich hier einfach den Bordstein wieder fertig bauen und hier auch noch ein Stück Straße und hier die Straße schließen. Und dann sind wir erstmal in dem Bereich fertig. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine große Veränderung, eine große positive Veränderung für die Brickworld bedeuten. Soweit ist jetzt alles angeschlossen. Wie ihr seht, die Lampe leuchtet, auch das Licht blinkt. Alle Kabel sind hier angeschlossen. Ich habe den Bordstein soweit fertig. Wir können jetzt hier die Lampe gleich anbringen und alles wieder unter dem eigentlichen Gehweg unterbringen. Dann müssen wir im Prinzip, wie gesagt, nur noch die Straße fertig pflastern und dann wären wir hier vorne erstmal wieder fertig. Müssen natürlich auch noch die Hochspannungsleitung wieder anbringen. Die Hochspannungsleitung ist es ja gar nicht, sondern die Hochleitungen, die Oberleitungen, so heißt es. Und ja, das mache ich jetzt alles nochmal ein bisschen weiter und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Alle Kabel haben jetzt endlich ihren Weg unter diese ganze Konstruktion gefunden. War dann doch ein bisschen schwierig, weil doch weniger Platz da war als eigentlich gedacht. Aber die Kabel sind drin. Wir testen jetzt gleich nochmal, ob das Auto hier leuchtet, wenn es hier drauf steht. Das klappt auch noch, das heißt, die Verbindung dahin funktioniert. Die Straßenlaterne leuchtet, das blinkende Licht ist an. Das heißt, von der Stromversorgung her funktioniert alles nach unserem Umbau. Das heißt, die nächsten Schritte sind, den Bordstein hier fertig zu fließen wieder, die Straße wieder zu bauen und dann sind wir hier soweit fertig. Ansonsten überlege ich, dass ich da hinten vielleicht noch ein bisschen weiter plane. Hier an der Ecke müssen wir mal schauen, wie weit wir heute noch kommen mit der ganzen Geschichte. Aber allein die Sache, die ich hier unbedingt mal umbauen wollte, wir brauchten einfach eine breitere Straße um einen Brick. Hier, die Lampe musste unbedingt umgebaut werden, das sah einfach nicht gut aus. Es war keine Straßenlaterne, es war viel zu wenig Licht. Und auch das blinkende Licht und das Schild hier mit dem Fußgängerweg, der hier auch wieder reinkommt, nur ein bisschen anders gebaut, ist unbedingt nötig gewesen. Und ja, auch die eine Umbau hier am Rand. Es war einfach ein paar Sachen, die einfach hier nötig waren, bevor ich auf die Idee komme, hier irgendwie weiterzubauen. Es sind Details vielleicht, aber im Großen und Ganzen wirken die einfach zusammen besser, wenn es jetzt so aussieht wie jetzt. Und ich rede wieder so viel, ich werde jetzt erstmal hier weiterbauen. Dieser Teil ist jetzt soweit fertig wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen weniger Schäden eingebaut. Was jetzt aber noch gemacht werden muss, dass ich jetzt diesen Teil auch noch
mit dieser Technik bauen muss, weil dadurch, dass wir nämlich hier einen Brick rübergerutscht sind, haben wir jetzt hier nicht mehr genug Platz, um das mit der Snot-Technik zu bauen. Da kommen wir einfach nicht auf. Das müssen wir so machen jetzt. Aber was auf jeden Fall auch man gut sieht, ist, dass es eine gute Idee war, glaube ich, das hier jetzt wieder auf eine Höhe zu setzen, weil dadurch haben wir jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier drüben Abflüsse einzubauen, ohne dass wir jetzt hier irgendwo großartig immer uns darum kümmern müssen, dass wir hier ein bisschen nach unten kommen. Wirkt auf jeden Fall besser. Ich glaube, das war wirklich zu viel, dass es hier nach unten ging. Die kleine Pflanze habe ich trotzdem wieder eingebaut, hier als kleines Gimmick. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall einiges her. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Lampe, immer noch, und wie sich das Ganze hier ergibt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann weitergehen wird, wenn wir hier weiter arbeiten. Mit der Straßenbahn. Hier wird ja dann auch auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen nach weiter nach außen gezogen. Meine Idee ist, dass wir hier vielleicht noch so die lang geplante Info vielleicht hier vorne reinbauen. Da muss ich mal schauen, wie sich das Ganze dann ergibt, wie die Schienenführung genau final läuft. Aber so ist das auf jeden Fall der richtige Weg, meiner Meinung nach. Es wird sicherlich gut aussehen, wenn dann auch hier die Front nach oben geht. Das wird ein schöner Ausblick, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich baue jetzt hier weiter. Also, bis gleich. So weit wären wir jetzt fertig für heute. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen das dunkler gemacht im Raum, damit man jetzt einfach mal die Veränderungen besser sieht. Ihr seht da hinten schon, die Straßenlaterne macht deutlich mehr Licht. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Das Auto steht an seinem Platz. Ich habe jetzt mit so selbstklebender Folie mal versucht, die Rundung der Hauptstraße wieder einzukleben. Ist immer noch nicht optimal, da muss ich mir mal was Besseres überlegen, damit ich einfach mal wirklich optimal den Kreis mache. Ich habe es einfach ganz grob aufgeklebt. Aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Mir gefällt auf jeden Fall, wie die Szene sich hier verändert hat. Auch das Warnlicht ist auf jeden Fall eine gute Idee. Was jetzt natürlich auffällt, ist, dass hier die Schnüre anfangen durchzuhängen. Das liegt daran, dass ich die aus Versehen gezogen habe. Aber ich habe vor, was auch mehrere von euch meinten, dass es wahrscheinlich schlauer wäre, dickere Schnur zu nehmen, damit man die auch besser sieht. Sonst ist es ja, man sieht es jetzt hier ab und zu mal, wenn ich ein bisschen näher rangehe und dran vorbeigehe. Aber was Dickeres wäre sicherlich besser, das stimmt. Aber die Straßenlaterne wirkt so auf jeden Fall deutlich besser. Ich kann euch mal das alte Modell dort hinten nochmal zeigen. Und bei der sieht man, es wirkt einfach viel dunkler. Also man sieht, dass da viel weniger Licht auf der Straße ankommt als hier. Das wirkt auf jeden Fall straßenlaterniger. Das muss man auf jeden Fall zugeben. Und die Sache mit dem Auto gefällt mir persönlich auch sehr gut. Vor allem, weil es hier schön beim Blinken zum Abbiegen steht. Also das bringt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Leben hier in die Szene rein. Damit wären wir, wie gesagt, für heute fertig. Ist vielleicht nicht hundertprozentig viel Veränderung, aber es hat wirklich einige Zeit gedauert. Man musste alles wieder aufreißen, die Kabel verlegen. Das Beleuchten dieses Autos auch einige Zeit gedauert. Das werdet ihr dann morgen im Tutorial-Video sehen. Und ja, beim nächsten Mal, denke ich, wenn wir das nächste Mal hier weiterbauen, werden wir auf jeden Fall nicht die Schnüre austauschen und dann die Straßenbahnführung hier nach vorne weiterziehen und auch mal schauen, wie wir hier mit dem Bordstein weitermachen. Was wir natürlich auch machen müssen, ist, dass wir die Straße, hier die gebogene Straße, nochmal verändern müssen. Das heißt, zum einen kommt der Randstreifen raus, denn wie gesagt, diese Streifen gibt es ja eigentlich im Innerort nicht. Und zudem müssen wir nochmal ein bisschen breiter werden, um den breiteren Verlauf der Straße gerecht zu werden. Das heißt, dass der ganze Streifen hier nochmal nach vorne rutschen muss. Darauf habe ich persönlich schon mal gar keine Lust, das zu machen. Aber ich denke, dass wir dann auch langfristig hier tatsächlich einen Baum reinbauen werden, weil ich glaube, das macht das Ganze hier nochmal ein bisschen hübscher. Aber von der Lichtstimmung her gefällt mir das sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man dann später noch hier drin im chinesischen Restaurant ist es hier sehr, sehr dunkel, weil hier ist ja noch gar keine Beleuchtung drin. Aber ich glaube, dann in Kombination mit der Beleuchtung von hier draußen wird das wirklich gut aussehen. Ansonsten, wie gesagt, morgen kommt wahrscheinlich das Tutorial wieder zur Beleuchtung dieses Autos. Und dann erinnere ich euch nochmal daran, dass bei Illuminator Bricks, meinem Partner, weiterhin die Aktion bis zum 10.8. besteht. Grundsätzlich bekommt ihr 5% Rabatt, wenn ihr euch beim kostenlosen Newsletter anmeldet. Das ist für alle Produkte, für immer, wenn ihr lange dabei seid. Und dann nochmal 5% mit dem Code BRICKWORLD5 wird da unten nochmal eingeblendet, auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr nochmal zusätzlich 5%, das heißt, ihr könnt das kombinieren auf insgesamt 10%. Und diese 5% extra gibt es allerdings nur auf die fertigen Pakete, wie zum Beispiel das Pariser Restaurant, das Diner dort vorne oder viele, viele andere Sets könnt ihr damit beleuchten. Und ja, schaut doch einfach mal rein, wird oben rechts verlinkt und ich würde sagen, schaut doch einfach mal rein. Und mit diesem Gesamtblick auf die Brickworld verabschiede ich mich heute
hier aus, ja, der Brickworld. Hahaha. Auf jeden Fall denke ich, dass wir hier am guten Schritt vorangekommen sind. Das sind einfach Detailarbeiten, die unbedingt nötig waren. Wir haben jetzt endlich die spinale Breite für den weiteren Bau der Straße. Und wir haben hier endlich mal das Problem gelöst, das mich schon lange genervt hat mit der Beleuchtung. Ich habe jetzt eine Lösung, wie die Straßenlaternen grundsätzlich sein können. Und wir haben ein beleuchtetes Auto, also das kann man jetzt auch nicht unterschätzen. Und ja, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen hoffentlich diesen August wieder ein paar mehr Videos als letztes Mal. Es gab jetzt eine kleine Durststrecke, weil ich ja erkältet oder krank war. Am Ende habe ich ja noch eine bakterielle Superinfektion oben drauf bekommen, also man hört es ja immer noch. Es geht mir ein bisschen besser, deshalb denke ich, dass wir jetzt einfach mal wieder ein bisschen vorankommen hier bei den ganzen Projekten. Ja, also bleibt selber gesund natürlich. Viel Spaß beim selber bauen kann man natürlich wie immer wünschen. Und ich bin gespannt, wo es nächstes Mal weitergeht. Am Fluss würde ich sagen, wahrscheinlich noch nicht, weil die Steine noch nicht da sind. Aber ansonsten irgendwo hier in der Brickworld gibt es ja immer was zu tun. Und dann sage ich einfach nur noch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auf die 6000 Abonnenten. Wir sind auf einem guten Weg und ich freue mich einfach auf jeden eurer Kommentare. Bis dann, auf jeden Fall und tschüss.